Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von F1 22 My Team. Und heute ein Rennen, auf das ich mich sehr freue. Brasilien, sehr geile Strecke. Okay. Quali. We've only got 2 laps of fuel left. Sehr schön. So, ich habe jetzt Zeit für noch eine Runde. Das Ding ist, ich habe keine frischen Reifen mehr. Das heißt, ich muss jetzt auf welchen, die ich schon genutzt habe, rausfahren. Okay. So viel dazu. Oh, Leclerc! Okay, also hat gereicht für Pole, aber noch viel wichtiger, Leclerc startet einfach vom 4. Nice. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's sprint. The Professor lines up on pole position, and Lando Norris lines up alongside. Looking down the rest of the grid, we have Vettel, Leclerc, and Sir Lewis Hamilton, and Sainz. Verstappen, Ricciardo, Russell, and Sergio Perez. Fernando Alonso, Gasly, Kevin Magnussen and Ocon, Joe, Mick Schumacher, Lance Stroll and Yuki Tsunoda, Aitken, Albon, Bottas and Nicholas Latifi. Which of these drivers will get pole position today? We'll soon find out. The more charge you hold, the faster that capacity will drop. Okay, guter Start. Okay, you've lost access to one of the gears. We've lost one of the gears. Super. Ja gut, ich meine, ich habe 500 Sekunden Vorsprung. Das sollte nicht. Das soll jetzt kein allzu großes Problem sein, aber blöd ist es natürlich trotzdem. Ah, da ist der 5. Gang wieder da, okay. Das Problem hat sich gelöst. Das Ding ist halt, das Getriebe hat jetzt 75%. Das ist halt, ne? Das ist viel. Und ich muss halt dieses Getriebe, glaube ich, gleich auch noch für das normale Rennen verwenden. Das ist, glaube ich, das noch viel größere Problem. So, das hier, solange ich keinen Fehler mache, kann ich das hier gewinnen. Aber das Problem ist halt, ich muss dieses Getriebe gleich auch noch fürs Rennen verwenden. Okay, we're monitoring some wear on the internal combustion engine. Be aware that we're going to start to see a loss of power. Ja gut, das kommt jetzt auch noch dazu. Und ich habe so die Befürchtung, dass es eventuell passieren könnte, dass das Getriebe während dem Rennen den Geist aufgibt. So, ich meine, ich könnte natürlich Parc-Fermé-Regeln brechen
und ein neues Getriebe einbauen. Das Problem dabei ist, alle anderen Getriebe, die ich habe, haben eine ähnliche Abnutzung. So, das macht keinen Unterschied. Da kann ich auch das hier einfach drin lassen. Nice. Great drive, great drive. We're really happy with that performance. Well done. Fahrer des Tages. Läuft. So, aber jetzt kommt die kritische Phase. 76%, Alter. Uff, das kann ja was geben. Formula One returns to Interlagos once again with the stage set for what promises to be another classic Sao Paulo Grand Prix. Sebastian Vettel famously clinched his third championship here in 2012, and just 4 years later, Max Verstappen treated us to one of the finest wet weather drives of all time. It's an unusual anti-clockwise race here at Interlagos, where the Sao Paulo locals are packed into the grandstands at each of the 15 corners around this classic 2.7-mile circuit. Two very fast sections bookend the famous and highly technical Sector 2, where getting a good run out of Junsao into one of the two DRS zones will be key to any overtaking prospects today. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks like for today's race. The Professor lines up on pole position, edging out Lando Norris, who'll start from P2. Considering the rest of the grid, we have Vettel, Verstappen, George Russell, Oh, hat Leclerc eine Strafe bekommen. Ricciardo, Gasly, Magnussen and Charles Leclerc. Sainz, they've taken a grid penalty. Joe, Yuki Tsunoda and Perez. Aitken, Stroll, Valtteri Bottas and Mick Schumacher. Albon, Latifi, Hamilton and Esteban Ocon lines up at the back of the grid. And now it's time to head down to the track. Okay, we're monitoring some wear on the internal combustion engine. Be aware that we're going to start to see a loss of power. Alter, was hatte Verstappen denn bitte für einen krassen Start? Der war ja nicht mal Zweiter, der war irgendwie Dritter oder so. Okay, aber das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. 1,9 Sekunden Abstand. Nach einer Runde. Ich bin aber halt auch auf Roten gestartet, ne? Alle hinter mir sind auf Gelb. Das einzige Problem ist jetzt natürlich, dass ich deutlich früher stoppe als die ganzen anderen mit den Mediums. Ich habe so die Befürchtung, dass ich jetzt mitten irgendwo in so einem Pulk rauskomme. Pit strategy complete. See these tyres through to the end now. So. Okay, good. Schön. Ah, jetzt gehen die ersten an die Box. Die werden jetzt wahrscheinlich an die Box gehen, aber dann bekomme ich trotzdem noch DRS von denen. Schaut euch mal diesen Abstand zu Verstappen an, ey. 18 Sekunden. Okay. Ich habe es gerade dazu mit tatsächlich noch geschafft, eine neue schnellste Runde zu fahren.
Mit diesen alten, harten Reifen. Krass. Ich habe halt die ganze Zeit überlegt, weil ich meine, ich habe fast 30 Sekunden. Das ist so lächerlich. Ich habe fast 30 Sekunden Abstand auf Verstappen. Ich habe überlegt, nochmal reinzugehen, gleich. Und mir weiche Reifen zu holen, um dann nochmal eine krasse, schnellste Runde zu wetten. Ich meine, das kann ich natürlich immer noch überlegen, ne? Weil das Rennen ist ja noch ein bisschen. Aber ich glaube nicht, dass irgendjemand meine aktuell schnellste Runde schlagen wird. Ich habe tatsächlich so viel Abstand, dass das das erste Mal ist, dass wir tatsächlich Überrundungen sehen werden. Gut, ich meine, die Strecke ist halt auch echt kurz, ne? Wenn wir irgendwo Überrundungen sehen, dann wahrscheinlich hier. Ich glaube, hier oder Österreich wären so ziemlich die einzigen Möglichkeiten, im 50% Rennen Überrundungen zu sehen. Okay. Right, you might struggle to get into gear at the normal speed. Oh shit. A fault with the gearbox. Oh shit, das ist ein Problem. Fuck, Alter. Jetzt habe ich hier extreme... Jetzt habe ich hier extreme Getriebeprobleme. Oh, das ist eklig. Oh, das ist auch nicht gut für meinen Motor. Oh, shit, Alter. Okay, ich glaube, es ist wieder weg. Ich glaube, es ist wieder weg. Gerade hat es sich normal angefühlt. Boah, zum Glück, Alter. Ey, wäre das für den Rest des Rennens gewesen, Alter. Uff. Ich meine, gut, ne? Das Getriebe ist jetzt halt auch echt schon im Arsch. 84%, Alter. Okay. Also ich werde auf keinen Fall reingehen, um mir nochmal neue Reifen zu holen. Außer es kommt jetzt ein Safety Car, dann würde ich das machen. Aber wenn ich, aber einfach so, nein. Und wenn ich nochmal dieses Problem habe und ich habe dann diese 20 Sekunden oder so durch den Boxstop verloren, dann habe ich ein Problem. Oh. Oh ja, das kannst du laut sagen. Alter. Then, it's time to see how this result affects the Drivers' Championship. Charles Leclerc assumes the lead in the standings after today's outstanding result. So, Anthony Davidson, who would you rank as your driver of the day? It's another triumph for the Italian team. Zuerst einmal, ich kann mich nicht daran erinnern, Bottas berührt zu haben. Bottas hat eine Warnung bekommen, weil er mit mir eine Kollision verursacht hat. Ich kann mich nicht daran erinnern. Aber egal. Was mich viel mehr verwirrt, dass Vettel keine Strafe bekommen hat. Aber Vettel war gerade auf dem Podium, aber Norris ist Dritter. Hä? Wie geht denn das? Ich meine, wir hätten ja noch irgendwie eine Strafe bekommen oder so. Obwohl im Spiel würde das keinen Sinn machen, ne? Weil im Spiel werden ja alle Strafen, die man bekommt, im Prinzip direkt angewendet. So, das Spiel merkt, du hast irgendwas falsch gemacht, du kriegst sofort eine Strafe nach einer Sekunde. In Real Life könnte das halt passieren, dass eventuell Vettel aufs Podium kommt und dann erst die Rennleitung mit einer Untersuchung fertig ist oder so und er noch eine Strafe bekommt. Aber im Spiel geht das ja nicht mal. Aber selbst wenn, Vettel hat keine Strafe bekommen. Warum stand er dann auf dem Podium? Muss ich nicht verstehen, oder? Und actually, Leclerc hat damit auch wieder die Führung in der Meisterschaft bekommen. Boah, das wird actually noch spannend zwischen Leclerc und Perez im letzten Rennen. Perez ist 1 Punkt hinter Leclerc. Und Verstappen ist 2 Punkte dahinter. Das ist echt ein dreifacher Kampf für den Titel. Das ist heftig. Okay, also sollte ich Leclerc im letzten Rennen irgendwie helfen können, muss ich das auf jeden Fall machen. Aber dafür muss ich natürlich auch in der richtigen Position sein erstmal, ne?
Ja, ich glaube, die Konstrukteursmeisterschaft ist entschieden. Also nicht nur, dass Ferrari gewinnt, das sowieso, aber auch unsere Position. Machen wir das auf jeden Fall, um Leclerc einen kleinen Vorteil zu geben. Rennkunst plus 2 und seine Transformation geht hoch. Boah, das jetzt natürlich hier, das Getriebe ist natürlich jetzt das komplett durch, Alter. Ja, ich muss dann fürs Rennen, für Abu Dhabi, muss ich dann das benutzen. 75%. Das wird schwer, aber das ist das, was am wenigsten abgenutzt ist. Und das macht keinen Sinn, dafür jetzt noch ein neues zu nehmen. Auf gar keinen Fall. Alles andere sollte okay sein, aber das Getriebe ist halt schwierig. So fürs Training nehme ich dann hier eins von den 77ern und dann für Qualifying und Rennen nehme ich dieses 75%. Da werde ich safe auch irgendein Problem bekommen. Aber das sollte immerhin das Rennen durchhalten. Okay, dann geht's also als nächstes nach Abu Dhabi. Mit einem dreifachen Fight um den Titel. Das ist schon krass. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal. Bis dann.